Hi Leute, willkommen bei Drago gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal geht alles rund um den Labwaffenbau. Heute seht ihr der zweite Teil zum Kampfstabbau. Ich hoffe, das erste Teil hat euch schon gefallen. Dann freut euch auf das zweite. Dann machen wir das Ding jetzt mal fertig, dass das hübsch aussieht. Wir sehen uns. So Leute, ich habe jetzt hier noch ein paar Lederplatten drauf gemacht. Damit man das dann auf beiden Seiten natürlich, damit man das auch vernünftig hinstellen kann, ohne dass sich dann einfach durchdrückt, wird dann alles mit eingepinselt und dann ist das nachher ein bisschen stabiler. Der einen Seite habe ich hier schon mal ein Lederband drum gemacht, um das gleich zum Pinseln aufzuhängen. Dann werde ich so ein bisschen was über die Hälfte pinseln. Das machen wir dann komplett ein paar Mal, bis wir genug Schichten drauf haben. Und dann sehen wir uns dann wieder, wenn dann alles drauf ist. Also bis später, Leute. So Leute, dann machen wir das Ganze ein bisschen hübsch. Habe hier schon mal ein paar Abgüsse vorbereitet. Dann werden wir das Ganze jetzt noch ein bisschen aufhübschen. Ja? So, fangen wir erstmal wieder an, so mit der prophylaktischen dünnen Schicht schwarz. Da wo die Sachen drauf sollen. So Leute, dann fangen wir mal an zu topcoden. Ne? So Leute, der Topcode ist jetzt trocken. Jetzt machen wir Leder an den Griff. Also hier an die zwei Stellen. Ja? Und dann schauen wir mal, wie das Ganze dann fertig aussieht. So, dann fangen wir mal an. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. So Leute, der Kampfstab ist jetzt fertig. Ich habe jetzt noch ein bisschen was Antik-Finish und so, dass das Leder ein bisschen gammelig aussieht. Also ich denke mal, ne? Das Ganze lässt sich sehen, oder? Ja? Ist okay, oder? Ja, wenn euch der Kampfstab gefallen hat und das Video auch, um nichts zu verpassen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich alle abonniert. Oder halt ein Like, Kommentar oder teilen. Mit all dem würdet ihr mich unterstützen für zukünftige Projekte. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was ihr gesehen habt. Wir sehen uns.